Ich kann Ihnen sagen, und damit möchte ich auch das neue Jahr 2025 einläuten, dass wir als Alternative für Deutschland angetreten sind, zur Freiheit in diesem Land zurückzukehren, dass jeder frei seine Meinung äußern darf. Denn das ist in unserer Verfassung. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird Klartext gesprochen. Alice Weidel nimmt in Hamburg kein Blatt vor den Mund. Von der grünen Transformation der CDU unter Angela Merkel über die Corona-Politik bis hin zur Impfpflicht. Weidel rechnet mit allen ab, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. Sie fordert schonungslos einen Untersuchungsausschuss, spricht über die Verantwortung der Altparteien und zeigt, warum die AfD als einzige echte Alternative steht. Bleibt dran, das ist keine Rede, die man verpassen sollte. Es wird direkt, ehrlich und absolut spannend. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Ich bin super gespannt, wie ihr das seht. Also, auf geht's! Es ist so wunderschön für mich und eine ganz große Ehre, in diesem wundervollen Gebäude mit Ihnen zu sein. In diesem Gebäude steckt ganz viel Geschichte, wie wir sehen können. Ich habe mir angesichts der Ausschreitungen hier in Hamburg auch im Lichte der Gewaltausschreitung in Riesa im Zuge unseres letzten Bundesparteitages, habe ich mir extra für die Linksextremen, für die Linken, für die Antifa diesen Herzpulli angezogen. Um eine ganz klare Nachricht auszusenden. Gewalt ist niemals und darf niemals die Form der Auseinandersetzung in einer Demokratie sein. Und diese Gewaltanwendung, diese Massenausschreitung von Linken, von der Antifa, die erinnert gerade uns Deutschen an unsere dunklen Zeiten, an die Zeiten des Totalitarismus. Im Dritten Reich hatten wir die schlagende SA, die auch auf Andersdenkende eingeschlagen hat. Und ich muss Ihnen sagen, diese Zeiten möchte ich nicht mehr wiederhaben. Ein italienischer Schriftsteller, der sagte, als er aus dem Exil wiederkam, wenn der Faschismus wiederkehrt, dann wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern ich bin der Antifaschismus. Dieser Mann hatte recht. Und diese Worte sollten zugleich Warnung sein an die heutige deutsche Gesellschaft, wie sie heute ist. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass diese Veranstaltung massiv geschützt werden muss, dass wir nicht ungezwungen zu den Menschen sprechen können, dass wir nicht miteinander sprechen können, ungezwungen? Wie kann das sein, dass ich unter massivem Personenschutz stehe und auch andere Funktionäre der AfD? Wie kann das alles sein? Wie kann es sein, dass wir ein Riesenaufgebot von Polizei und Behörden hier haben, aufgrund der linksextremistischen Gewalttäter, die uns zu Hause aussuchen?
die Anschläge auf AfD-Funktionäre verüben. Wie kann das alles sein in einer freien Gesellschaft, die wir doch eigentlich haben wollen? Ich kann Ihnen sagen, und damit möchte ich auch das neue Jahr 2025 einläuten, dass wir als Alternative für Deutschland angetreten sind, zur Freiheit in diesem Land zurückzukehren, dass jeder frei seine Meinung äußern darf. Denn das ist in unserer Verfassung. Ich möchte mich auch ausdrücklich, und ich bin froh, dass das auch die Kollegen gemacht haben, ich möchte mich von Herzen, mein Herzpulli, von Herzen möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie den Mut gehabt haben, diese Veranstaltung zu besuchen. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Behörden, bei der Polizei, bei den Sicherheitsbehörden bedanken, diese Veranstaltung zu schützen, dass wir uns heute Abend hier miteinander unterhalten können. Kommen Sie gut und sicher nach Hause. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen lieben Kollegen aus Hamburg bedanken. Das, was meine Kollegen hier in Hamburg aufgrund der Antifa und dieser rot-rot-grünen Regierung täglich mitmachen müssen, das ist etwas, was sehr viel Mut bedeutet, hier Flagge zu zeigen und sein Gesicht. Und ich möchte euch herzlich danken für euren Mut, hier in Hamburg Politik für die Menschen in diesem Land und im wunderschönen Hamburg zu machen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen lieben Kollegen Christoph Waljak, bei Herrn Nockemann, bei Herrn Wolf, bei Herrn Prenzler. Ich möchte mich aber auch ausdrücklich, und derjenige sitzt nicht hier oben, aber ist einer meiner wichtigsten Stütze in der Bundestagsfraktion. Es ist der erste parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann, den ich noch mal herzlich begrüßen möchte. Bernd Baumann macht einen unglaublich guten Job, hat sehr viel Verantwortung. Ja, und lieber Bernd, wir arbeiten jetzt schon über 7 Jahre zusammen im Vorstand und sind gute Kollegen. Vielen herzlichen Dank, dass du so lange dabei bist. Toll. Ich möchte aber auch noch als Letzten jemanden begrüßen, den ich heute Abend erst hier gesehen habe. Das ist jemand, dem ich überhaupt zu verdanken habe, dass ich hier heute stehe. Lieber Lothar, ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist, dass ich dich erwähne. Du kannst jetzt nicken oder mit dem Kopf schütteln. Ich hatte eben versucht, dich noch zu erreichen. Ich möchte ja auch, dass du sicher nach Hause kommst. Er ist damit einverstanden. Ich möchte ganz herzlich den ehemaligen Landesvorsitzenden, viele Jahre von Baden-Württemberg, hier begrüßen, der es möglich gemacht hat, dass ich 2016 auf die Landesliste von Baden-Württemberg für die Bundestagswahlen als Spitzenkandidatin antreten durfte, der mir den Vortritt gelassen hat, obwohl er Landesvorsitzender war. Lieber Lothar, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Danke, dass du da bist, Professor Lothar Maier. Nein, ich finde das so wunderbar, darum habe ich das erwähnt. Es ist so viel Geschichte hier und wir sind alle teilweise schon so lange mit dabei und ich freue mich so unglaublich, auch einen alten Weggefährten, mit dem ich so viele Schlachten bestritten habe, hier begrüßen zu dürfen, der jetzt eben auch in Hamburg wohnt. Wunderbar. Ich wünsche uns allen
Und das habe ich auch eben in den 3 Seelen getan, in denen ich war. Ich wünsche uns allen erstmal, Ihnen und Ihren Familien ein frohes neues Jahr. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund und bleiben Sie stark. Wir haben so ein wichtiges Wahljahr vor uns und wir sind angetreten, wir als AfD, um zu bleiben und vor allen Dingen die Union zu überholen, weil die Menschen im Mittelpunkt stehen. Denn wir haben wirklich genug von den Zuständen in unseren Großstädten. Wir sollen uns an bürgerkriegsähnliche Zustände zu Silvester gewöhnen. Und ich kann Ihnen sagen, das, was dieses Jahr wieder, wie die Jahre davor, in den Großstädten zu Silvester passiert ist, daran wollen wir uns nicht gewöhnen. Und wir werden uns nicht daran gewöhnen. Wir werden einen Politikwechsel vollziehen und wir werden dafür sorgen, dass diese Menschen, die das verzetteln, andere Menschen verletzen, Wohnungen anstecken, des Landes verwiesen werden. Kurz vor Weihnachten wurde ein schrecklicher Anschlag verübt. Der Terrorist von Magdeburg. Es ist ein Mann gewesen, ein Araber aus Saudi-Arabien, der den Behörden bekannt war. Ein Mann, der gar nicht hätte in unserem Land sein dürfen. Und das ist das gleiche Muster, wie wir es überall sehen, ob wir nach Mannheim blicken, nach Solingen, sämtliche andere Straftaten uns anschauen. Immer wieder wird uns gesagt, dass diese Menschen gar nicht hätten hier sein dürfen. Und ich kann Ihnen sagen, wir als AfD, wir halten diesen Ansatz für völlig falsch, dass der Staat darauf verzichtet, Recht und Gesetz anzuwenden, die innere Sicherheit zu wahren, Sie in diesem Land als steuerzahlende Bürger zu schützen. Wir halten es für falsch. Und darum wird die Alternative für Deutschland dieses Land wieder ordnen, die Verhältnisse vom Kopf auf die Füße stellen und dafür sorgen, dass Deutschland wieder großartig wird, reich und sicher. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Zukunftsplan für Deutschland. Ich habe diesen Plan in verschiedenen Reden im Deutschen Bundestag dargelegt. Und dieser Plan umfasst viele Anträge der AfD-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag, die von allen anderen Fraktionen, vor allen Dingen von der CDU, abgelehnt wurden. Warum sage ich das? Die CDU stellt sich hier hin bis zum 23. Februar und kopiert unverhohlen das AfD-Programm. Es ist eine Kopie unseres Wahlprogrammes und unserer Position in den Fraktionen. Und da kann ich Ihnen einfach nur sagen, fallen Sie nicht darauf rein, denn mit wem möchte die CDU eigentlich später regieren und das umsetzen, was sie von uns abgeschrieben hat? Es ist schlichtweg unmöglich. Und damit ich Sie alle hier in Kenntnis setze, möchte ich gerne einen Teil des Zukunftsplans Ihnen einmal zu Gemüte führen.
Die AfD ist der festen Überzeugung, dass wir unsere Grenzen kontrollieren müssen, unsere Grenzen sicher machen müssen und Illegale sofort von den Grenzen abweisen müssen. Das ist unser Programm. Das haben wir beantragt. Es wurde von der CDU abgelehnt. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir monetäre Anreize abschalten müssen, dass die Menschen zu uns kommen und in unser Sozialsystem einwandern. Darum sagen wir ganz klar, wir müssen von Geld auf Sachleistung umstellen. Keiner bekommt mehr geldliche Leistung. Und wir müssen an alle Welt kommunizieren, wir müssen allen sagen, dass die deutschen Grenzen kontrolliert, sicher und dicht sind. Hier kommt keiner mehr illegal in unser Land rein. Das ist unser Programm. Das verstehen wir unter Verantwortung für Deutschland. Wir fordern vor allen Dingen, und da wurden wir hart für kritisiert, wir fordern die Rechtsdurchsetzung. Die Rechtsdurchsetzung von Abschiebung und Rückführung. Und wenn man nun das lateinische Wort dafür verwendet, nämlich Remigration, da regen sich gleich alle auf. Aber Remigration heißt genau das. Remigration war bereits Bestandteil unseres Wahlprogrammes 2021. Und Remigration sagt nichts anderes als illegale, nicht aufenthaltsberechtigte und Straftäter abzuschieben und in ihre Heimat zurückzuführen. Das ist Recht und Gesetz. Und daran knüpft sich auch, sollten es tatsächliche Kriegsflüchtlinge sein und nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge, die wir ja größtenteils haben, knüpft sich daran ein entwicklungspolitisches Konzept, das wir bereits im Jahr 2016 bereits vorgestellt haben. Und zwar den Menschen vor Ort zu helfen. Wir müssen Hilfeleistungen gewährleisten, diese auch finanzieren, über den UNHCR beispielsweise, damit die Menschen sofort eine Erstversorgung heimatnah haben. Und sich nicht erst nach Deutschland über viele Länder hinweg sich Schlepperbanden anvertrauen müssen, um diesen weiten Weg zu uns zu machen. Wir als Alternative für Deutschland, wir werden vor allen Dingen auch mit einem Schluss machen. Wir werden Schluss machen mit den Turbo-Einbürgerungen, die Verramschung des deutschen Passes, diesen Anspruch, den werden wir sofort beenden. Und nach dem Vorbild der Niederlande und Ungarns werden wir aus dem EU-Asylsystem sofort austreten. Wir wollen Freiheit, wir wollen Technologieoffenheit. Und darum sind wir als einzige Fraktion, als einzige Partei dafür angetreten, die Verbrennerverbote von unseren tollen Motoren, Benzinern und Diesel sofort aufzuheben. Sofort. Wir werden auch eines rückgängig machen, weil es auch nicht offen ist und weil es auch gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft verstößt. Wir werden sofort die Verbote von Öl- und Gasheizung aufheben. Soll doch jeder selbst entscheiden, was er in seinem eigenen Haus hat.
Wir wollen, und das ist unser Grundprinzip, die Linken kapieren das sowieso nicht, weil sie Sozialisten sind. Wir wollen Freiheit. Wir wollen Marktwirtschaft. Wir wollen, dass jeder Einzelne die Freiheit hat, seine Lebensentscheidung, seine ökonomischen Entscheidungen freiheitlich und ohne staatlichen Zwang und Einmischung zu treffen. Und damit soll sich dieser Staat zurückziehen aus diesen Lebensbereichen. Denn wir sehen, der Staat wird immer übergriffiger. Er mischt sich nicht nur ökonomisch ein, indem er den Wettbewerb verzerrt. Ich bin Volkswirtin, darum rede ich unglaublich gerne über Verzerrung des Preismechanismus. Keine Bange, ich werde Sie heute Abend damit nicht langweilen. Aber ich finde es doch eines sehr, sehr wichtig zu sagen. Zu der Einmischung des Staates im ökonomischen Bereich, das EEG beispielsweise, ist ein rein plansozialistisches Experiment. Auch dort wird der Preismechanismus gestört und zerstört. Und darum haben wir ein Anreizproblem und darum ist das so teuer und ineffizient. Aber das Ganze geht ja noch viel weiter. Der Staat mischt sich auch gesellschaftspolitisch ein. Und das haben sozialistische Systeme an sich. Sie mischen sich in die Gesellschaft rein. Sie zerstören die Familien als Keimzelle unserer Gesellschaft. Sie zerstören die familiären Strukturen, indem die Kinder möglichst früh aus dem familiären Kontext rausgezogen werden. Die Kinder sollen umerzogen werden in den Schulen, in den Kindergärten, wo ihnen irgendwelche linksgrünen Lehrer irgendwas erzählen und teilweise die Kinder auch gegen ihre eigenen Eltern aufbringen und ihnen völlig abstruse Ideen vermitteln, wie zum Beispiel, ihr dürft euch das Geschlecht einmal im Jahr aussuchen. Ja, aber das ist wirklich dramatisch. Also es ist eigentlich, ich habe es nicht als Witz gemeint, sondern es ist dramatisch. Das ist sozialistischen, totalitären Systemen, weil sich alle aufgeregt haben, dass ich gesagt habe, Adolf Hitler war ein Linker. Ja, natürlich war er ein Linker. Er war ein Sozialist. Und diese sozialistischen Systeme haben eins gemeinsam. Sie lösen die Strukturen der Familien auf. Sie schalten alles gleich, das Meinungsbild. Und sie wollen die Kinder aus den Familien rausziehen. Man hat das in der DDR gesehen und darum ist das System ähnlich. Die FDJ, da ist die liebe Frau Merkel rausgekommen. Wir sehen, was sie getan hat. Vielleicht war das auch die späte Rache der Sowjetunion an den Klassenfeind, ich weiß nicht, weil diese Frau hat dieses Land ruiniert. Und darum sagen wir ganz klar, wir haben hier einen Gegensatz von Freiheit auf der einen Seite und von dem Staat auf der anderen Seite. Und wir sind auf der Seite, wir als AfD, wir sind auf der Seite der Freiheit. Wir wollen keinen staatlichen Zwang. Wir wollen, dass sich der Staat ökonomisch zurückzieht und wir wollen, dass er sich gesellschaftlich zurückzieht. Und vor allen Dingen wollen wir, dass er sich aus unseren Bildungsinstitutionen mit seinem ganzen Gender-Quatsch und Diversity zurückzieht. Und darum sage ich ganz klar, mein Zielbild ist das folgende. Ich möchte ein starkes, ein bürgerliches Deutschland mit unabhängigen Bürgern. Das macht das Bürgertum aus. Ich möchte, dass Sie alle, dass Sie ökonomisch unabhängig sind, dass Sie ganz viel Netto vom Brutto behalten können, um für sich selbst ansparen zu können, um sich unabhängig zu machen vom Staat, um sich auch mal eine Pause zu gönnen, zu verschnaufen, zu denken.
Ich möchte, dass Sie dazu befähigt werden. Das geht vor allen Dingen an die jungen Menschen, Familien zu gründen, unabhängig zu sein und nicht am Ende des Monats nachzurechnen, oh, da bleibt aber nicht viel übrig. Haben wir denn noch Geld für Kinder? Das muss man sich mal vorstellen. In den Umfragen sind das ja die Fragestellungen. Ich möchte nicht, dass in einer Ehe, in einer Familie 2 Elternteile arbeiten gehen müssen, damit es gerade noch reicht. Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen und meine Eltern waren weiß Gott nicht reich, aber sie waren noch nicht arm. Ich bin geprägt und aufgewachsen durch den soliden deutschen Mittelstand, der hier ruiniert wurde. Mein Vater war selbstständig, er hat gearbeitet. Meine Mutter war Gott sei Dank zu Hause. Sie hat damals eine Apothekeausbildung gemacht, weil jetzt in Porträts muss ich lesen, dass sie irgendwie Hausfrau gewesen ist hier und da. Das ist dann auch immer alles so ein bisschen abwertend und das ist es eben nicht. Es ist toll, dass sich meine Mutter dafür entscheiden konnte, zu Hause zu bleiben, weil mein Vater genug allein verdient hat. Weil es damals noch möglich war. Nur heute ist es das nicht mehr. Wir haben einen Schwund der Kaufkraft. Wir haben die höchsten Abgaben und Steuern, fast schon weltweit. Aber die höchsten Abgaben und Steuern in den OECD-Ländern. Wir haben die höchsten Energiepreise. Wir müssen so viel an den Zapfsäulen zahlen. Liebe Freunde, ich habe die Theorie, dass alle anderen Parteien sich diesen Staat leider zur Beute gemacht haben und dass das alles Absicht ist, um uns alle abhängig zu machen. Und darum ist es wichtig, dass es die Alternative für Deutschland gibt. Denn wir wollen keine Abhängigkeiten. Wir wollen Freiheit. Wir wollen Meinungsfreiheit. Wir wollen ökonomische Freiheit. Wir wollen Freiheit für die Unternehmen, unternehmerische Freiheit. Und wir wollen vor allen Dingen, dass wir alle wieder frei werden, dass dieses Land sicher wird und dass wir in Freiheit leben können. Dafür stehen wir. Ich habe hier gerade einen kleinen Exkurs, da kann man den Applaus im Nebensaal hören. Klatschen Sie einfach nochmal, dass wir euch hören können. Nein, das ist großartig. Dankeschön für den Applaus. Jetzt gehe ich wieder zurück aus meinem Grundsatzteil hin zu den konkreten Maßnahmen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass ihr versteht, wo wir eigentlich herkommen und wo wir hinwollen. Und das muss man einfach im Grundsatz verstehen. Wir wollen die Freiheit und wir wollen nicht geknechtet werden von einem übergriffigen Staat. Und das ist auch der Grund, warum wir ganz konkret fordern, endlich die Einkommensteuer abzusenken, die Energiesteuern zu senken, das EEG abzuschaffen, für die Unternehmen die CO2-Abgabe abzuschaffen. Es sind reine Luftsteuern, die erfunden wurden, um euch auszunehmen. Das wird es mit uns nicht mehr geben. Wir wollen eine grundlegende Steuerreform und wir wollen Steuervereinfachung haben für uns Bürger und für die deutschen Unternehmen. Wir wollen weniger Bürokratie. Wir ersticken die Unternehmen, Ärzte,
eigentlich alle, Bauern, Landwirte, ersticken in Bürokratievorgaben. Permanent kommt der deutsche Michel hier, der staatlich verordnete deutsche Beamten-Michel, und da muss man ganz viele Zettel ausfüllen mit ganz vielen Stempeln drauf. Digitalisiert wurde das auch nicht, ist ja auch alles egal. Aber solange wir eben den Habeck hatten, ging es eben nicht den Bach rauf, sondern eben, wie richtig gesagt, den Bach runter. Und darum haben wir diese ganze Bürokratie. Darum sagen wir wollen weniger Bürokratie haben, am besten gar keine. Und wir wollen auch nicht mehr, dass sich die übergriffige Europäische Union in unsere Angelegenheiten einmischt. Sie stört nur, die EU stört nur. Das sind ganz viele Beamten, hochbezahlt, mit riesigen Pensionsansprüchen, die ihr alle bezahlt. Da fragt man sich, warum? Weil eigentlich genau da, wo die EU Sinn machen würde, versagt sie komplett. Die EU, eine Europäische Union, macht Sinn bei der gemeinsamen Grenzsicherung, bei einer gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Das sehen wir jetzt beim schrecklichen Krieg in der Ukraine, wo täglich völlig sinnlos junge Menschen sterben. Was macht die EU? Sie macht gar nichts, weil sie gar keinen Hebel mehr hat. Was wir tun, wir verschenken Waffen, wir liefern Waffen, aber wir haben überhaupt gar keinen Hebel mehr, das zu beenden. Und das hat nur Wladimir Putin und Donald Trump. Und lassen Sie uns hoffen und beten, dass Donald Trump nach seiner Amtseinführung diesen schrecklichen Krieg beendet. Wir wollen günstige Energie haben. Deutschland war einmal ein Land mit der sichersten und günstigsten Energieversorgung. Das wurde einfach von Angela Merkel, der ersten grünen Kanzlerin, kaputt gemacht. Verursacher der CDU, ja, also das ist ja ein Durchmarsch durch die Institution gewesen. Also Angela Merkel ist eine Grüne gewesen. Die CDU hat sie gewähren lassen. Die CDU ist für mich nichts anderes als eine grüne Partei. Nichts anderes. Da wurden einfach Kernkraftwerke abgeschaltet, da wurde dieses Bürokratiemonster unglaublich teuer, wie das EEG, das Erneuerbare Energiegesetz, eingeführt. Das sind einfach planwirtschaftliche, fixierte staatliche Abnahmepreise, die wir alle bezahlen für hochsubventionierte Windkraft und Solarenergie. Das sind einfach so Sachen, die sich normalerweise gar nicht rechnen, wenn sie sich am freien Markt behaupten müssen. Und dann schaltet man mal ganz schnell die Kernkraftwerke ab, denn in Fukushima, irgendwo in Japan, ist durch eine Tsunamiwelle ein Kernkraftwerk kaputt gegangen. Da hatte Frau Merkel das gleich genutzt. Haha, ich argumentiere so, diese Tsunamiwelle könnte ja auch den Rhein hochkommen und unsere Kernkraftwerke erwischen. Und da stellen wir sie gleich alle ab. Und wissen Sie, wer alles mitgemacht hat? Die Mainstream-Medien. Die sind alle dämlich und dumm hinterhergelaufen, haben den Leuten irgendwelche Lügen erzählt. Na? Also die haben hier eine Verantwortung. Ich brauche Wasser. Mal aufmachen. So, und das ist auch etwas, was ich zutiefst unlauter finde. Wir haben hier einen staatlich gefütterten Meinungssektor, die öffentlich-rechtlichen, sonst auch irgendwelche Zeitungen, die richtig angefüttert werden, und kein einziges regierungskritisches Wort. Alles wurde mitgemacht. Von der Euro-Rettungspolitik, die alternativlos war. Jeder, der was anderes gesagt hat, war ein Nazi. Dann, ja, man ist ja sofort Nazi. Ne? Also wenn man Kinder erzieht und Steuern zahlt, dann ist man Nazi. Und wenn man da draußen ist, dann gehört man zu den Guten, die ja alles in Schutt und Asche legen. Also alternativlos, Euro-Rettung. Dann kam das EEG, auch alternativlos. Wer dagegen war, sofort Nazi.
Dann Corona-Maßnahmenpolitik. Alle haben mitgemacht. Wer sich dagegen gewehrt hat, der wurde fast schon dazu genötigt, dass er rausgeschmissen wird. Journalisten wurden kaltgestellt, Ärzte sowieso. Ich habe mir mal erzählen lassen, dass teilweise Corona-kritische Ärzte, also Corona-Maßnahmen-kritische Ärzte, heute noch Hausdurchsuchungen bekommen. Das muss man sich mal vorstellen, was in diesem Staat los ist. Und darum muss ich euch ganz klar sagen, macht die AfD am 23. Februar so stark, dass wir 25% haben, um allein einen Corona-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag einzuführen. Ich bin die Letzte, die keine Fehlertoleranz hat. Jeder macht Fehler. Ich mache Fehler. Aber das, was während dieser schrecklichen Corona-Maßnahmenzeit, während dieser Pandemiezeit passiert ist, das waren nicht nur Fehler, sondern es war nicht nur grob fahrlässig, es war vorsätzlich, nicht alle, aber seitdem die RKI-Protokolle draußen sind, konnten wir alle nachlesen, was dort passiert ist. Es gab so etwas wie die Wissenschaft nicht. Dabei hätten wir alle, Sie wurden das natürlich, weil Sie klug sind. Aber alle anderen hätten hellhörig werden müssen, als es dann hieß, die Wissenschaft. Das hatten wir alles auch in der DDR, da war es auch die Wissenschaft. In der DDR waren es übrigens auch die Faschisten. Hier sind es die Nazis, da sind es die Faschisten und so. Also dieser ganze Mechanismus auch über die Gleichschaltung der Medien, das war schon recht ähnlich. Kein einziges regierungskritisches Wort der Leitmedien. Alle haben die Corona-Maßnahmen mitgemacht. Jede kritische Stimme wurde entfernt. Und ich würde als verantwortliche Politikerin, hätte ich diese Entscheidung getroffen, an Jens Spahns Stelle, an Merkels Stelle, an Lauterbachs Stelle, ich hätte freiwillig einen Corona-Untersuchungsausschuss einberufen, um das alles aufzuarbeiten, damit diese Fehler nicht nochmal passieren, zum Wohle der Menschen in Deutschland. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle bei all den Montagsspaziergängern bedanken, die das alles auf sich genommen haben, den Mut gehabt haben, gegen diese Regierungspolitik zu Felde zu ziehen. Ich möchte mich bei den kritischen Ärzten bedanken und auch Pflegern und ärztlichem Personal, die diesen Spuk nicht mitgemacht haben und auch das Risiko eingegangen sind, ihre Zulassung zu verlieren und heute Hausdurchsuchungen erleiden zu müssen. Liebe Freunde, liebe anderen Fraktionen und Parteien, wir müssen endlich damit aufhören. Wir müssen, vor allen Dingen als Politiker, müssen wir Verantwortung tragen. Und ich verlange von Ihnen allen die Verantwortung für diese Fehlleistung während der Corona-Maßnahmenpolitik zu übernehmen. Sie haben diesem Land und den Menschen ein schweres Trauma und einen schweren Schaden hinzugefügt. Nehmen Sie die Verantwortung. Vielleicht noch eins zu Corona. Es gab so viele Impftote und Menschen mit Impfnebenwirkungen. Allein schon wegen dieser Menschen würde ich mir wünschen, dass Verantwortung übernommen würde. Das kann man nicht wieder gut machen, aber man kann um Vergebung bitten. Und wir können auch verzeihen.
Aber sich zu verstecken und die Meinung niederzumachen, das ist etwas, und das verspreche ich Ihnen hoch und heilig hier heute, das ist etwas, wo wir als Alternative für Deutschland hinterhergehen werden und diese Menschen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie nicht selbst die Verantwortung übernehmen. Mit dem mRNA-Impfstoff, der ja plötzlich alternativlos war, wurde ein hochexperimentieller Impfstoff verabreicht. mRNA wurde vorher noch nicht an Menschen getestet. Es war erstmalig. Normalerweise unterliegen Impfstoffen einer langjährigen Prüfung, eben um auch Langzeitschäden abzuwenden. So eine Prüfung in verschiedenen Testphasen dauert teilweise im Schnitt über 15 Jahre, um so etwas zu testen. Die damalige Bundesregierung, die Ampel, und da haben Sie alles zusammen. Sie haben die SPD, Sie haben die Grünen und die FDP, aber auch die Landesregierung mit der CDU. Denen lag die Information vor, dass man durch den mRNA-Impfstoff eine 20-fach höhere Risikobelastung hatte als normal. Das haben diese Leute gewusst. Und darum bin ich umso glücklicher, dass nur mit Kraft der Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag die Impfpflicht verhindert wurde. Und auch hier, das konnten wir alle im Bundestagswahlkampf 2021 sehen. Viele Menschen vergessen das. Sie nicht, ich auch nicht. Es haben die anderen Parteien und Fraktionen Wahlkampf gemacht und gesagt, Impfpflicht mit uns nicht. Kaum war der Wahltag vorbei, haben sie sich zusammengeschlossen und wollten die Impfpflicht einführen. Und das ist ein warnendes Beispiel dafür, wie hier mit unlauteren Mitteln gearbeitet wird. Lassen Sie sich nicht anlügen und betrügen von den anderen Kaderparteien, die Sie belügen und über den Tisch ziehen wollen. Mit der Alternative für Deutschland haben Sie eine echte alternative Politik für Sie zu machen. Wir machen Politik für das deutsche Volk und für niemand anderen. Und darum möchte ich diesen wunderbaren Abend, meine Rede schließen, Ihnen mein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen auszusprechen, Ihnen nochmal, Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, frohes neues Jahr 2025 auszusprechen und an die Chaoten da draußen, an die Schlägerbanden, die anscheinend hier von dem Bürgermeister von Hamburg protegiert werden, der sich da ereifert. Und auch mit herzlichen Grüßen an die rot-rot-grüne Regierung. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Vielen herzlichen Dank.